Von Dominica aus geht es nun weiter vorbei an der schmetterlingsförmigen Insel Guadeloupe und wir erreichen am darauffolgenden Morgen Antigua mit seinem geschützten Hafen rund um die Stadt St. John's. Die vielversprechende Morgenstimmung bei der Anfahrt setzt sich nahtlos an der attraktiven Marina fort, die unbedingt einen kleinen Spaziergang wert ist. Da Antigua vor allem für seine angeblich 365 Strände, einen für jeden Tag, berühmt ist, suchen wir uns einen davon aus, der mit einer kurzen Taxifahrt vom Hafen aus und einem anschließenden Spaziergang erreichbar ist. Am Deep Bay Beach erwartet uns ein genussreicher Tag. Genaue Ortskenntnisse des Taxifahrers sind für das Auffinden des Zugangs zum Strand unerlässlich. Die Autofahrt endet nahe des am Meer gelegenen Forts Barrington, von wo aus die kleine Fußwanderung entlang dem Beach Trail beginnt. Zuletzt durchschreiten wir noch ein kleines Wäldchen und wir nähern uns gespannt dem Ziel unseres Tagesaufenthaltes. Schon der erste Blick überzeugt uns. Hier steht uns ein wunderbarer Naturstrand für nahezu private Badevergnügungen zur Verfügung. Für die einzige Aktivität zwischendurch sorgt ein Aufstieg zum Fort Barrington. Es wurde im 18. Jahrhundert von dem gleichnamigen britischen Admiral zum Schutz der Hafeneinfahrt errichtet. Der restliche Tagesablauf lässt sich mit nur wenigen Bildern beschreiben. Etwas nordwestlich von Antigua liegt die Inselgruppe von St. Kitts und Nevis, die wir am darauffolgenden Tag ansteuern. Auch größere Kreuzfahrtschiffe legen gerne in der Hauptstadt Basseterre an, denn der Hafen von Port Santy ist mit allen Segnungen des Karibik-Tourismus ausgestattet. Da wir das Inselinnere von St. Kitts schon von einem früheren Aufenthalt her kennen, reizt uns vor allem eine Überfahrt auf die Nachbarinsel Nevis mit dem gleichnamigen Vulkan im Zentrum. Eine rund einstündige Fährüberfahrt mit dem Schnellboot bringt uns rasch der Insel näher. Schon von weithin sichtbar ist der fast ständig von Wolken eingehüllte Vulkan Nevis Peak. Unmittelbar nach der Ankunft auf Nevis besteigen wir ein luftiges Gefährt, das sich für eine Rundfahrt rund um den Hauptort Charlestown bestens eignet. Nach einem kurzen Stopp am traditionellen Hamilton Museum durchfahren wir den Ortskern der Stadt und besichtigen anschließend die heißen Thermalquellen sowie das historische Badehaushotel. Nach kurzer Fahrt entlang der Marina erreichen wir zunächst ein Museum zu Ehren von Alexander Hamilton, einem der Gründerväter der USA, der 1755 in Charlestown geboren wurde. Auch eine schöne anglikanische Kirche direkt in der Nachbarschaft zieht unsere Blicke auf sich. Gemächlich durchfahren wir den von schöner Bausubstanz geprägten Ortskern der Stadt. Die natürlichen heißen geothermischen Quellen sind bekannt für ihre gesundheitsfördernden Wirkungen und reizen zu einem kurzen Probedurchlauf.
Nach kurzer Bergfahrt erreichen wir das direkt oberhalb gelegene historische Badehaushotel, das inzwischen stillgelegt ist, aber vor allem wegen seiner aussichtsreichen Terrasse einen Besuch wert ist. Der Kreisbogen unserer Rundfahrt setzt sich nun oberhalb der Stadt fort und wenig später haben wir ein sehenswertes kleines Künstlerdorf erreicht. Weiter geht es anschließend zur ältesten noch bestehenden anglikanischen Kirche der Karibik. Den Abschluss unserer Rundfahrt bildet schließlich ein erholsamer Strandaufenthalt am Pinnis Beach. Die Fortsetzung der Fahrt gestaltet sich aufgrund der schönen Ausblicke überaus kurzweilig. Nun nähern wir uns dem Künstlerdorf, wo neben den angebotenen Produkten vor allem die farbenprächtigen Häuser im karibischen Stil mit ihren bunten Bepflanzungen zu einem lohnenden Spaziergang anregen. Wenig später erreichen wir die auf einem Hügel gelegene St. Thomas-Kirche, die schon seit 1778 besteht und somit als die älteste noch aktive anglikanische Kirche der Karibik gilt. Danach brechen wir auf zur letzten Station unseres Aufenthalts auf Nevis. Der Pinnis Beach erweist sich als bestens geeignet für einen entspannten Tagesausklang. Nach einer wohltuenden Erfrischung kehren wir zum Fährhafen zurück und treten die Rückfahrt zur Hauptinsel St. Kitts an.